Der zentrale Ausrüstungsgegenstand beim Klettersteiggehen ist das Klettersteigset. Wie eine Nabelschnur verbindet es den Kletterer mit dem Drahtseil. Hier spricht die Unfallstatistik eine klare Sprache. Fast alle tödlichen Unfälle auf Klettersteigen passieren, weil das Klettersteigset nicht verwendet wurde. Spinnt der oder was? Das wäre dumm. Entschuldigung! Oh. Das Klettersteigset verhindert nicht den Sturz, aber den Absturz bis zum Wandfuß. Stürze am Klettersteig sind kein kalkulierbares Risiko, wie zum Beispiel Stürze beim Sportklettern. Klettersteige bieten eine denkbar schlechte Sturzumgebung und Verletzungen sind sehr wahrscheinlich. Und das sind die Bauteile eines modernen Klettersteigsets. 2 Lastarme mit fix eingenähten Klettersteigkarabinern. Bandfalldämpfer. Am unteren Ende des Klettersteigsets befindet sich die Einbindeschlaufe, die mittels Ankerstich direkt in den Anseilring des Klettergurts eingeknotet wird. Klettersteigkarabiner sind auf die speziellen Anforderungen am Klettersteig abgestimmt. Große Karabiner mit großer Schnapperöffnung erleichtern das Handling beim Umhängen. Eine Verschlusssicherung verhindert ein versehentliches Aushängen. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal von Klettersteigkarabinern ist das möglichst einfache Handling, da wir diese Karabiner hunderte Male ein- und aushängen. Eine überzeugende technische Lösung bieten Karabiner mit Handballenverschluss, bei denen durch das intuitive Greifen die Verschlusssicherung automatisch entriegelt wird. Die Lastarme moderner Klettersteigsets bestehen aus elastischen Bandkonstruktionen. Sie erscheinen kürzer und dadurch aufgeräumter und ermöglichen ein körpernahes Handling der Karabiner. Manche Klettersteigsets haben am Ansatz der Lastarme ein Drehgelenk integriert, das ein Verdrehen der Äste beim Umhängen verhindert. Der Bandfalldämpfer ist das Herzstück des Klettersteigsets und wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von Klettersteigsets dieses Bautyps. Ein Bandfalldämpfer besteht aus zusammengenähten Bändern. Stürzt der Klettersteiggeher, reißt die Naht zwischen den Bändern kontrolliert auf. Der Sturz wird dadurch gedämpft. Diese energieabsorbierende Wirkung ist enorm wichtig, da eine statische Bremswirkung schwere Verletzungen oder Materialversagen zur Folge hätte. Wir simulieren mal den Sturz in eine Bandschlinge statt in ein Klettersteigset. Das ist eine Dyneema-Bandschlinge, 8 mm. Also eins von beiden gibt da in der Regel nach. Die Energie kann nirgends hin, die Systeme sind vollstatisch, irgendwo muss es reißen. Daher ist eine provisorische Sicherung mittels Bandschlingen, Rebschnüren oder Seilstücken ein lebensgefährliches Unterfangen. Bei Klettersteigen ab einem Schwierigkeitsgrad von CD macht es Sinn, eine sogenannte Rastschlinge zu verwenden. Diese besteht aus einer Bandschlinge, die wir zusätzlich zum Klettersteigset an das Stahlseil hängen. Aber Achtung, wollen wir weiterklettern, müssen wir die Rastschlinge unbedingt aushängen, da ein Sturz in die Bandschlinge fatal wäre. Ein anderes Detail mancher Sets ist die Rastschlinge zum Einhängen am Drahtseil. Auch in Quergängen kann diese Schlinge effektiv eingesetzt werden. Achtung! Die Rastschlinge ersetzt nicht das Einhängen der Lastarme. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Rastschlinge am Ende des Bandfalldämpfers zu montieren. Verwenden wir im leichten Gelände nur einen Karabiner, hängen wir den zweiten einfach dazu. Niemals hängen wir ihn in den Anseilring, da ansonsten der Bandfalldämpfer kurz geschlossen wird und im Falle eines Sturzes das Klettersteigset versagt. Der Falldämpfer ist durch den zweiten Ast überbrückt worden. Das heißt, er kann jetzt nur so weit aufreißen, bis dieser Ast straff wird. Und den Versuch können wir jetzt gerade mal machen. Jetzt, was man sehen kann, ist, das ist die Länge, die der Falldämpfer aufreißen konnte. Der hätte also jetzt eigentlich das Stück noch aufreißen können, aber als er so weit aufgerissen war, war der zweite Ast straff.
Und dann ist der eben direktional belastet worden und kann keine Energie mehr umwandeln und dadurch reißt dann die Verbindungsstelle von den Ästen hier oben. Hat ein Bandfalldämpfer einmal ausgelöst, muss das Klettersteigset zwingend ausgetauscht werden, selbst wenn die Naht nur leicht angerissen ist. Noch ein Achtung! Die Wirkungsweise des Falldämpfers ist laut Norm auf 40 bis 120 Kilogramm Körpergewicht beschränkt. Für Kinder sind Klettersteigsets daher nur bedingt geeignet. Außerdem gilt es zu beachten, dass die Lebensdauer von Klettersteigsets begrenzt ist. Maximal nach 10 Jahren, bei häufigem Gebrauch deutlich früher und bei Beschädigungen sofort müssen Klettersteigsets ausgemustert werden. Dazu genauer sowie über Pflege und Lagerung informiert die Gebrauchsanweisung. Ein sicherungstechnisch neuer Ansatz ist in dem Klettersteigset von Skylotec verwirklicht. Hier ist einer der beiden Lastarme mit einer Steigklemme ausgestattet, die am Drahtseil befestigt wird. Bei Belastung klemmt dieser Mechanismus sofort. Sturzhöhe und Sturzenergie werden so auf ein Minimum begrenzt. Ein Nachteil dieser Konstruktion ist allerdings das etwas aufwendigere Handling.